Ja, hallo. Wir sind's, die Piranhas. Und heute wird's gut. Oder schlecht. Oder schlecht. Ja, weil heute geht's nämlich über The Good and the Bad. Und nee, nicht The Ugly, hoffentlich, ja. Tja, also kennt man, ne? Also du machst ein Computerspiel und dann kannst du dich entscheiden. Da gibt's so ein Moralsystem und so ein Zeug, ne? Spiele ich den Arsch oder spiele ich den hilfsbereichen, rechtschaffenen Helden? Ne? Da kann man sich entscheiden, so. Und darum geht's hier heute. Wie wichtig ist das? Was denken wir darüber und so weiter? Und zu diesem Zweck haben wir weniger als 100 Leute gefragt. Moral in Games. Spielst du oft bösartige Typen oder eher den Rechtschaffenen? Und die haben Folgendes gesagt. Immer Rechtschaffende. Nicht eher Rechtschaffende, immer Rechtschaffende. In World of Warcraft war ich Paladin. Und dann, nach einem Jahr, ist mir aufgefallen, dass das nicht unbedingt der männlichste Charakter ist. Aber ich habe ihn gespielt. Und nie bei der Horde gespielt. Rechtschaffend. Ich habe, jetzt mal ohne Witz, der letzte, das Original wirklich auch der letzte Titel, wo ich das so sehr bewusst, oder wo ich mich sehr bewusst dafür entschieden habe, oder eigentlich 2 Titel sogar, waren, zum einen war es Elex. In Elex habe ich ein bisschen Gas gegeben. Da hatte ich einfach Bock, weil ich so gehofft habe, dass die Möglichkeiten, die mir das Spiel bietet, dann auch tatsächlich mal befriedigen, wie bitterböse man so einen Charakter ausspielen kann. Und an ein paar Stellen habe ich da wirklich bewusst bösartige Entscheidungen getroffen, die ich so natürlich moralisch auch nicht vertreten würde. Immer rechtschaffend 100% und ich hasse mich dafür, selbst wenn mir Spiele die Möglichkeit geben und interessante Quests einbauen und so weiter. Ich weiß nicht wieso, ich bin immer Mary Sue und ich hasse mich dafür ein Stück weit, aber ich kann nicht anders. Eher rechtschaffen. Ich denke mir immer, auch da spiele ich tatsächlich häufiger auch mehrmals und denke so, jetzt bin ich böse, aber ich kann es einfach nicht. Ich verfalle dann doch immer meine persönlichen eigenen Muster. Ich spiele immer erstaunlich nett, ich weiß auch nicht warum. Ich denke mir immer, boah, jetzt spiele ich voll unangenehm und dann funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Und im Stream hatte ich, Vampires habe ich gespielt unter anderem. Und da habe ich dann irgendwann so ab der Hälfte, vorher war ich so extrem supportive und habe irgendwie versucht, die Welt zu retten. Wobei ich mir bisher nicht sicher bin, ob es in dem Spiel überhaupt möglich ist oder sie einen da nur reinlocken wollen, Gutes zu tun. Und habe dann aber mittendrin es gekippt quasi. Und dann habe ich alles, was ich vorher erreicht habe, habe ich dann durch so 2, 3 bisschen unüberlegte Aktionen. Ich muss auch sagen, der Chat, der hat auch ein bisschen Mitschuld. Die haben gesagt, tu es, sei böse. Und dann habe ich mich natürlich, wie es so ist, beeinflussen lassen. Als guter Influencer lässt man sich ja beeinflussen von den Zuschauern. Ich glaube, so ist das gedacht. Und habe dann, glaube ich, ganz London getötet. Da ich mich sehr gut in Storys reinversetzen kann, habe ich es tatsächlich noch nie übers Herz gebracht, wirklich böse zu sein, weil ich mich in der Realität auch nicht als böse einschätze. Wenn ich in die Rolle reinspringe, dann leide ich, wenn ich da mal aus Versehen daneben liege. Tja. Ja. Also unserer Erfahrung nach ist es so, dass nahezu 90% der Spieler den rechtschaffenen Weg wählen. Auf jeden Fall im ersten Durchgang. Ja, ne? Also im zweiten mal auszuprobieren, wenn man mal Kacke spielt oder so, ne? Wenn man mal der Bösewicht ist oder so, aber eigentlich nicht. Mhm. Na? Wie ist das bei euch? Spielt ihr lieber gut oder böse oder ist egal, Moralsystem finde ich irgendwie überbewertet oder wie genau ist das? Das würde uns sehr, sehr interessieren. Naja gut, wir haben halt Moral ins Spiel gebracht. Häufig. Braucht man das überhaupt? Warum macht man sowas? Also, erst einmal, wenn ich mich überhaupt entscheiden kann im Spiel, wie ich spiele, ist das schon mal ein Pluspunkt, finde ich. Weil es macht die ganze Geschichte einfach ein bisschen spannender. Ne? Und dann gibt es halt so eine Diskrepanz. Bei einigen Spielen ist es so, du möchtest zum Beispiel gut spielen, weißt aber nicht, ob das, was du tust, etwas Gutes zur Konsequenz hat. Das kann zum Beispiel so ein Faktor sein, der Spannung reinbringen kann, wenn es gut umgesetzt ist. Ne? Wenn es schon wieder egal ist, was du machst, dann ist es schon wieder too much. Aber nehmen wir mal an, du kannst versuchen irgendwie, so wie im wahren Leben, irgendwie den rechtschaffenen Weg zu gehen und versuchen, es richtig zu machen ab und zu. Oder der Arsch sein, wie im wahren Leben, ne? Ja, das ist die typische Geschichte irgendwie, ist ein Typ am Wegesrand, mir geht's so schlecht. Kannst du mir nicht helfen? Du sagst, okay, ich gehe da hin und helfe dem. Da springen noch 3 Typen aus dem Wald und hauen dir aufs Maul. Ja, gut. Sag mal. Ja, keine Ahnung. Das ist dann natürlich doof.
dass du versuchst, gut zu sein, aber meistens ist es quasi so eine Gratwanderung. Also es bringt Spannung, dich entscheiden zu können, Entscheidungen überhaupt zu haben. Ja, wenn die meisten Leute halt doch den rechtschaffenden Weg wählen, warum macht man denn überhaupt so einen bösen Weg? Warum machen wir uns überhaupt die Arbeit, einen bösen Weg einzubauen oder einen andersartigen Weg? Ja, bei Elex hatten wir beispielsweise so ein Ding gefahren, da hatten wir ein komplett anderes System probiert, ja, und zwar emotional oder synthetisch. Da ging es halt um Emotionen. Alps haben sehr viel Elex gefressen, ne, und haben deswegen sehr viel Emotionen verloren und waren sehr rational unterwegs. Haben jetzt im Zuge dessen, weil sie die nächste Evolutionsstufe erreichen wollten, ja, die ganzen Menschen in Konverter gepackt und haben denen das Elex raus extrahiert. Das ist natürlich bösartig. War das beabsichtigt? Sind die böse? Eigentlich nicht. Sie sind eigennützig, okay. Sie haben halt keine Emotionen mehr und handeln wie Maschinen. Ist eine Maschine böse, die etwas tut, worauf sie programmiert ist? Ne? Sondern nur derjenige, der sie programmiert hat vielleicht. Oder, ne, das war die Frage, die war sehr kompliziert. Ne? Und hat trotzdem sehr viele moralische Fragen aufgeworfen und das fanden wir spannend. Ne? Naja, was gut ist, wenn man etwas scheinbar Böses oder scheinbar Gutes oder etwas, egal was es ist, nachvollziehen kann. Das heißt, Rache zum Beispiel ist ein einfaches Motiv, kann man sehr schnell nachvollziehen und nachfühlen und dann ist auf einmal eine böse Tat, die jemand tut, gerechtfertigter im Gefühl. Und das heißt, eine böse Seite so darzustellen, oder, ne, also böse sage ich jetzt mal überspitzt, aber überhaupt eine Seite, die eigentlich fiese Sachen macht, wo du aber sagst, na gut, ich verstehe, warum sie das machen. Es macht die Sache immer etwas besser, weil das Leben in Wirklichkeit ist ja auch grau. Und schafft halt, dass Leute sich schneller vielleicht auch identifizieren mit etwas, weil es nicht ganz weiß oder schwarz ist. Nicht ganz so klischeehaft oder überzeichnet. Ja, aber Klischees haben wir auch schon gesprochen. Ein bisschen Klischees erlaubt, aber wenn man es übertreibt, ist es doof. Ja, weil du dann halt zu monoton die Sache durchziehst irgendwie. Du brauchst schon irgendwie Salz in der Suppe. Das heißt, du hast, wenn du eine Moral einbaust, auch wenn du nicht ein System dafür hast, wenn du nur moralische Entscheidungen dem Spieler abverlangst, innerhalb von irgendwelchen Nebenquests oder sonst was, hast du immer so ein bisschen das Gefühl, was mache ich denn mit dem? Und in dem Moment, wo der Spieler da sitzt und über eine Dialogoption nachdenkt, was mache ich denn jetzt mit dem? Ja, dann haben wir einen guten Job gemacht, weil wir nämlich dann in dem Moment den Spieler tatsächlich irgendwie in den Bann gezogen haben, für die Geschichte interessiert haben und der Spieler sich dann denkt, will ich den jetzt echt, muss ich jetzt, doch komm, egal. Dem hau ich jetzt auf die Fresse. Und das muss das Spielern auch abkönnen. Das muss das Spielern auch erlauben. Und dann darfst du nicht sofort abdriften in den total bösen Weg. Es gibt nämlich auch solche Spiele, die das dann machen. Da musst du konsequent gut sein, ja, um nachher nicht irgendwie das böse Ende zu bekommen oder so. Oder dass das alles für die Katz war. Oder dass man am Ende mit dir dann halt, ne, also das blöde Ende, sag ich mal. Finden wir ein bisschen krass, ne? Man sollte schon irgendwie einen gewissen Spielraum haben, aber ganz grau sollte das Spiel dann auch drauf reagieren, ein Stück weit, ne? Und wenn man nur irgendwie Larifari spielt, dann sollte das Spiel auch sagen, ja, du bist ja auch nur Larifari, ne? Also du kriegst auch nur das Larifari-Ende so ungefähr. Ja. Wie viele Leute sind denn dann wirklich gutartig, wenn sie sowas spielen? Und wie viele sind dann Larifari? Das dann auch nicht machen. Das heißt also, wenn die meisten Leute dann Larifari spielen, weil sie dann sagen, ach komm, ich möchte mich ja auch irgendwie in eine Freiheit dann und so, wenn das Spiel mir das anbietet und mich dann am Ende bestraft, finde ich es auch blöd. Grau oder? Klingt immer schnell egal. Ja. Aber das darf es eben nicht sein. Das darf es nicht sein. Eher bunt oder ausgeglichen, ich weiß nicht. Muss es. Also ja, es richtig. muss halt trotzdem interessant bleiben. Absolut. Ne? Und so, dass man eben diese überspitzten Sachen auch hat, aber halt im besten Falle irgendwie tendenziell nachvollziehbar. Ist das nicht so, ich möchte mich immer tendenziell eher maxen in irgendwas und wenn ich jetzt ein Moralsystem habe, dann sage ich, okay, ich möchte gerne der Beste sein in irgendwas. Ja, viele Achiever wollen sowas, viele Spieler wollen sowas, das heißt, ich möchte möglichst gut sein oder möglichst böse sein, weil nämlich die Konsequenzen, die wir so einbauen, ja, in unsere Spiele, sind ja dann immer so, diese haben dann erst wirkliche Konsequenzen, wenn sie wirklich wenn du extrem spielst, so, ja. Mhm. Und
Bei Mass Effect beispielsweise hatten sie so ein Moralsystem, wo sie 2 Balken hatten. Einmal den Abtrünnigen und einmal den Vorbildlichen oder so ähnlich hatten die das. Und die konntest du beide befüllen und beide bedienen. Und dann wurde daraus, wie viel abtrünnig und wie viel hast du nicht gesehen, du da hast irgendwas dann daraus gemacht. Ne? Das fanden wir zum Beispiel nicht so cool. Wir fanden es irgendwie besser, einen Balken zu machen, wo du weißt, okay, du bist wirklich eindeutig das eine oder eindeutig das andere. Weil ich bin zu 25% ein Arschloch, aber irgendwie zu 70% ein Heiliger, kann ich mir nicht vorstellen. Weißt du, was ich meine? So, ne? Das ist so. 2 Balken sind. Es ist irgendwie, ja, das funktioniert schon irgendwie, aber es ist nicht plakativ genug. Es ist nicht irgendwie so, du musst dich jetzt entscheiden. Das bist du jetzt so. Das ist so ein bisschen. Oder wie seht ihr das? Ist die Welt grau, ja oder nein? Oder? Ich ärgere mich über schlechte Punkte. Also ich habe zum Beispiel bei Fallout nichts geklaut, was irgendwie rot war, weil ich dafür böse Punkte kriege. Gut, wenn du die bösen Punkte jetzt aufsammelst und aufsummierst und so, da kannst du so viel gute Punkte, die kriegst du nie weg. Zum Beispiel. Die bleiben halt da. Das ist auch, das ist sowas, ne? Da würdest du sagen, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, den möchte ich gerne wieder gut machen. Kannst du bei dem System aber nicht. Du hast immer den Schandfleck von 3 bösen Punkten da in dem. Ja, das ist bis zum Ende. Das ist doof, oder? Also wir finden das irgendwie nicht so cool. Ne? Das hat seine Existenzberechtigung und ich habe es auch gespielt und fand super, aber das ist so ein Effekt, den kenne ich so. Man möchte sich maxen, ne? Oder nicht? So. Ich möchte mich wieder reinwaschen. Ich möchte mich wieder reinwaschen, die dreckige Weste, die muss sauber sein. Ja, ne? Oder? Seht ihr das anders? Das ist interessant, finde ich. Gerade bei so einem Moralsystem. Den guten, den bösen Weg. Ne? Es muss nachher auch Konsequenzen haben. Ja, wenn es nur der Sache selbst dient irgendwo, wenn es einfach nur irgendwo steht, du bist jetzt irgendwie gutartig, du bist der Gute, du bist der Böse, du bist der irgendwie Larifari, keine Ahnung, oder der Besonnene oder sowas, ja, der Abwägende oder was auch immer, dann sollte sich das schon irgendwie widerspiegeln nachher auch im Spiel, finde ich. So, das sollte Konsequenzen haben. Und das ist dann auch schon der Grund, warum man so ein Moralsystem als Spieler dann auch ernst nimmt, weil man weiß nicht genau, worauf es dann im Endeffekt hinausläuft. Wir machen in unseren Spielen immer unheimlich viel Theaterdonner und Arbeit investieren wir in solchen Dingen, gerade diese moralischen Entscheidungen, die sind bei uns immer sehr, sehr, sehr häufig drin im Spiel und wir verlangen euch auch als Spieler immer sehr viel eine Entscheidung ab, die du dann treffen musst. Ne? Soll der Typ leben bleiben? Tötet man ihn? Oder verarschst du den, um deinen eigenen Vorteil zu bekommen, um irgendwie das coolere Item zu kriegen? Oder ziehst du dem einfach die Kohle aus der Tasche? Oder solche Dinge. Ja, also das ist schon, oder verrätst du jemanden, weil du den nicht leiden kannst? Oder solche Sachen. Ne? Und das funktioniert auch schon im Kleinen. Ne? Manchmal traust du dich schon nicht, frech zu sein. Keine Ahnung, steht da eine Torwache irgendwie und du bist zu dem frech. Ja. Lässt er mich dann nie wieder rein? Ich weiß es nicht. Also, es ist so, ja. Das bringt aber ein bisschen Spannung in den Dialog. Ja. Das heißt, selbst wenn ich nicht weiß, ob es eine große oder kleinere Konsequenz hat, irgendwas passiert jetzt. Und das macht es aber irgendwie dann auch spannend. Wir hatten bei Elex den Jax und der war ein ehemaliger Alp-Commander. Ne? Mhm. Und das heißt, aus seiner Vergangenheit hast du in seinen Vergangenheitsschnipseln, die man so gesehen hat, die Rückblenden, die Flashbacks, hast du gesehen, wie der die Menschen unterjocht hat. Der hat die bekämpft, die freien Menschen. Der war ein Arsch. Ne? So. Und jetzt, wo er dann irgendwie bei Elex von seinem eigenen Volk ausgestoßen wurde, ne? Hat er halt irgendwo so eine menschliche Seite entwickelt und hat dann drüber nachgedacht, was er da getan hat und so. Und dann haben wir den Spielern selbst überlassen, was ist das für ein Typ? Geht er wieder zurück zu seinem Ursprung, ne, wie er früher als Alp gewesen ist, oder kann er sich dann doch irgendwie davon lösen und mehr den emotionalen Weg gehen und irgendwie doch eher für die Menschen spielen und so weiter. Das gab viele Leute, die fanden das doof. Die fanden es doof, dass der Jax eine böse Vergangenheit hatte. So, ne? Und deswegen mochten einige das nicht spielen. Die meisten Spieler, die haben, sage ich jetzt mal, das nicht so als krass empfunden, weil sie sind ja dann erst eingestiegen. Was weiß ich denn über meinen Charakter gestern? Ist ja egal, aber es ist ja jetzt wichtig, was im Jetzt ist. So. Und die meisten Spieler haben das auch so empfunden.
Aber es ist halt so, ne, wenn du sowas sagst, so wie du bist ein Guter, du bist ein Böser, dann hat das sofort einen Impact auf den Spieler. Ne? Dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, in so einem Spiel selber entscheiden zu können, wie es mit meinem Charakter weitergeht, ist auch so ein Phänomen, das vielfach funktioniert und auch Spannung da reinbringt. Denn wenn ich das entscheiden kann als Spieler, dann möchte ich auch gerne jemanden bekehren. Ne? Beispiel dafür, Darth Vader zum Beispiel. Darth Vader, einer der bekanntesten Bösewichte irgendwie in irgendwelchen Mann ist der Böse. Universen. Der ist schon böse. Ne? Ja. Und der ist aber auch gleichzeitig irgendwie cool. Ja, ne? Sehr beliebt. Coole und Bösewicht. Man möchte irgendwie gerne, dass Luke Skywalker es schafft, Darth Vader zu bekehren. Ja. Ne? Dass der sich umentscheidet. Und dann, Achtung, Spoiler, passiert der schafft das auch noch. Und genau. Das ist so ein Phänomen, das heißt, einen Arsch spielen zu müssen oder einen Arsch bekehren zu können, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Absolut. Das macht das Ganze dann auch wieder interessant. Aber du weißt es am Anfang nicht. Und das ist halt das Spannende daran. Du weißt es nicht, ob er es wirklich schafft. Ja. So. Richtig. Ne? Ja, das ist halt eine Sache, die ist sehr, sehr mächtig. Zu versuchen, irgendwie den Bösewicht auf seine Seite zu ziehen oder komm, jetzt sei doch nicht so, ne? Guck mal hier, guck mal da. Manchmal schafft man es, manchmal schafft man es nicht. Aber am Ende des Tages dann, okay, gut, ich lasse es mal gut sein. Ich muss den Bösen nicht töten. Ich kann ihn irgendwie anderweitig überzeugen oder irgendwie sowas. Das kann auch eine Möglichkeit sein. So, ne? Solche Moralgeschichten oder Rachegeschichten enden zu lassen. Das ist eine sehr spannende Sache. Ja, gut, okay. Hast du eine Community-Frage? Können, ja. Also, habt ihr schon einmal darüber nachgedacht? Diese Frage kam tatsächlich auch schon ein paar Mal, aber schon lange her und beschäftigt euch ab und zu tatsächlich doch noch, deswegen stelle ich sie nochmal. Spiele ohne Publisher zu basteln? Ginge das bei großen Projekten überhaupt? Ist das zu riskant oder gar nicht möglich? Ja. Ja, das ist schon möglich, ein Spiel ohne Publisher zu machen. Ne? Es gibt ja auch größere Entwicklerstudios, die ihr eigener Publisher sind, weil das wäre ja dann die Konsequenz. Ne? Ich brauche ja irgendjemanden, der mein Spiel verkauft und im Zweifel muss ich es dann selber machen, also bin ich dann selber der Publisher. Aber wenn man jetzt nicht den ganzen Distributionszweig und das ganze Marketing und das ganze Publishing und Producing selber machen möchte, dann sollte man natürlich auch einen Partner haben, der das mit übernimmt. Das ist natürlich, kann auch zeitlich unabhängig sein vom Zeitpunkt, wo man das Spiel entwickelt. Ne? Das ist aber auch wieder eine finanzielle Frage, muss man ganz klar so sagen. Ich meine, wer kann sich das schon erlauben, irgendwie mehrere Jahre ein Spiel zu entwickeln und dann zu sagen, hey, wer möchte es für mich vertreiben? Hier, ist total cool und riesengroß. Das ist ja auch meistens nicht realistisch. Also sucht man sich einen Partner, der Bock hat, das mit einem gemeinsam zu machen, macht Aufgabenteilung. Ne, der Entwickler entwickelt das Spiel und macht, dass das so wird, wie es sein soll. Und der Publisher kümmert sich darum, dass das Ding auch vernünftig vertrieben wird, verkauft wird, eine schöne Schachtel bekommt, die Presse davon erfährt und unterstützt in der Regel die Entwickler dann finanziell. Und der Payoff dieser ganzen Geschichte ist, dass man sich quasi vertraglich einigen muss, wer trägt welches Risiko. Das heißt, wenn du gar nichts hast, dann trägt der Publisher das volle Risiko und muss möglicherweise auch noch das Projekt finanzieren, erstmal vorweg, komplett. Dann bekommt der natürlich auch, wenn es einen Gewinn gibt, das meiste davon ab. Ja. Und wenn man es selber macht, ist das halt andersrum. Aber wir fanden es immer gut so, ne? Es ist, wir fanden es gut so. Es ist auch so, du musst erstmal ein Batzen Geld hinlegen. Du musst erstmal in Vorkasse gehen. Und die meisten Leute, die uns da befragen, wie könnte man denn und dies und das, man muss bei der ganzen Geschichte sehen, wie teuer eigentlich eine Entwicklung von so einem Computerspiel ist. Es gibt viele Teams, so Indie-Teams oder so, die sagen, okay, wir wollen es gerne neben unserer Arbeitszeit in der Freizeit machen, damit die Kosten möglichst niedrig sind. Weil wenn man sich darauf
vollzeitmäßig stürzt, dann musst du natürlich auch irgendwann ein Happa im Kühlschrank haben. Das heißt, du musst dann dich selber dann auch bezahlen. Ne? Du musst dann halt zusehen, dass du selber deinen Lebensstandard hast und entsprechenden Rechnungen bezahlst und so weiter. Und dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viel ihr braucht im Monat. Dann rechnet ihr das hoch auf die entsprechenden Abteilungen, ja, die so ein Spiel braucht. Kommt ja immer darauf an, was für ein Spiel ihr machen wollt. Ne? Und dann guckt ihr mal, wie lange sowas braucht. Könnt ihr mal Erfahrungswerte einholen, wie lange jetzt beispielsweise Sluggerfly gebraucht hat, um Hellpie zu bauen oder ihr Ben & Ed Blood Party, ja. Die haben auch am Anfang versucht, irgendwie per Freizeit und so weiter irgendwelche Spiele zu machen und so weiter. Die könnt ihr mal interviewen, wie sie da irgendwie mit Privatgedöns und so weiter da reingegangen sind in diese Branche, sag ich jetzt mal, bis sie irgendwann dazu gekommen sind und zu sagen, okay, gut, da brauchst du halt doch irgendwie Unterstützung, da brauchst du halt doch irgendwie Geld, weil so viele Leute, die sind, glaube ich, mittlerweile mehr als 5, ne? Das kostet halt im Monat, Jan Wagner würde das Burn Rate nennen, ja, brauchst du halt doch eine Menge Kohle, ja, um das zu gewährleisten und das aus eigener Tasche zu bezahlen, die eigene private Kohle, die du dann voll ins Risiko gehst und sagst, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert, die machst du jetzt abhängig von den Leuten, mit denen du zusammen dieses Computerspiel machst. Das ist schon so eine Sache. Ja? Auf der anderen Seite ist Zeit ja auch Geld. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel, es gab Projekte, da haben Leute gesagt, na gut, dann machst du es halt irgendwie nebenbei und dann werkeln die irgendwie 10 Jahre an so einem Titel rum. Ja. Der wird während der Entwicklung mehrfach von der Technik überholt. Das ist einfach nicht zukunftsträchtig. Es gibt bestimmt Beispiele, wo das funktioniert haben kann. Das sind aber die wenigsten. Ja, die meisten, die tatsächlich irgendwie Erfolg haben oder so, die haben am Stück ihr Ding gemacht und haben dann auch sehr viel Arbeit und Blut und Herzblut rein investiert. Und das ist halt doch schon eine ganze Menge Arbeit und Kapital, die dann da gebraucht wird, um so ein Spiel zu machen. So. Und die machst du am besten mit einem Partner, der sich nur darum kümmert, um die Vermarktung am besten. Ne? Und der dann ins Risiko geht und sagt, okay, das ist mein Geschäftsmodell, ja, Entwicklern zu helfen, irgendwie ihre Produkte zu bewerkstelligen und den Markt zu beobachten und zu gucken, wo kann man dieses Ding am besten irgendwie gewinnbringend anbringen. Ja. So, und das haben wir immer gemacht und das ist auch irgendwie nicht so ganz doof. Na? Aber das andere Modell funktioniert auch, dann gibt's noch Kickstarter und so, aber das ist wieder so eine Sache, ne? Ja, meistens hilft das. Das ist halt ein Kickstarter, das ist halt ein Start, aber das reicht halt nicht, das Kapital, was diese Leute zusammensammeln dann am Ende des Tages, um tatsächlich ein Projekt fertig zu machen, egal um welches Projekt es sich handelt. Ne? Ja. Es gibt Ausnahmen, auch hier wieder, ne? Sowas wie, was hatten wir da? Hier dieses Star Citizen. Ne? Okay, das ist wirklich gut. Es gibt solche Beispiele. Das ist richtig. Das sind Einzelfälle. Und das wird auch nicht fertig. Und das, naja. Ne? Das hat bestimmt andere Gründe, ja? Ja, bestimmt. Okay, vielleicht wird's ja auch irgendwann, ne? Wir warten ja drauf, dass da noch was irgendwie, und das ist ja auch, sieht ja auch schon mal irgendwie aus. Also, ja, der erfolgreichste deutsche Titel war Iron Harvest. Die haben einen hervorragenden Kickstarter gemacht. Über 1 Million hat das gebracht. Und das war also der beste Kickstarter, den es bis dato der erfolgreichste. Ja. Aber, und jetzt kommt's, das reicht auch nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Zu machen, nee. Ne? Die Produktion ist um ein Vielfaches höher als das, was die da eingenommen haben. Das ist halt so. Und deswegen ist das alles immer so, ja, das erste Mal auf dem Blatt Papier hört sich das irgendwie plausibel an oder ach, das könnte man doch machen, so, aber naja. Ja, also irgendwie braucht man immer ein Startkapital. So sieht's aus. Okay, wir hoffen, wir haben die Frage damit beantwortet und wir sehen uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt Piranha Bytes TV. Bis dann. Macht's gut. The